Der Sempacher See ist mein Haussee. Über den Sempacher Seetourismus biete ich verschiedene Touren an. Die beliebteste ist sicher die Tour in den Sonnenuntergang. Alle diese Touren sind für Fortgeschrittene sowie für Anfänger geeignet. Am 7. Mai, während der Corona-Krise, machte ich erstmals mit einem Gast eine ganze Seeumrundung bis zum Sonnenuntergang. Doch bevor ich diese Dokumentation zeige, bringe ich hier einige Impressionen von früheren Touren, die die Schönheit und die Vielfalt dieses Mittellandsees aufzeigen. Der Sempacher See liegt auf einer Höhe von 504 Metern über Meer. Mit einer Fläche von 14,5 Quadratkilometern ist er der größte, vollständig auf Luzerner Kantonsgebiet liegende See. Die Länge beträgt ca. 7,5 Kilometer und die größte Breite knapp 3 Kilometer. Der See wird von 7 Gemeinden eingerahmt. Am südlichen Ende liegt Sempach und im Norden beim Ausfluss schließen die Gemeinden Oberkirch und Sursee den See ab. Im sogenannten Triechter bei Sursee gibt es eine gute Stelle für das Einwassern. Zudem ist der Triechter auch bei starken Winden recht ruhig, da diese Bucht rundum von Bäumen windgeschützt ist. Der Triechter ist ca. 500 Meter lang und öffnet sich dann in den eigentlichen See. Ein besonderes Juwel ist das Gamma-Insel, praktisch direkt außerhalb vom Triechter gelegen. Mit 184 Quadratmetern ist es sehr klein und trotzdem ein beliebtes Ziel. So auch für mich. Ich leite praktisch keine Tour, ohne diese Insel zu umrunden. Dieses Inselchen hat eine lange Geschichte, die bis in die Zeit von ca. 4000 vor Christus reicht. Damals haben Menschen dort gewohnt, wie Funde von Teller- und Kochtopffragmenten beweisen. Den Namen erhielt die Insel zur 700-Jahr-Feier von Sursee im Jahr 1956. Unter dem Titel »Eine Insel sucht einen Namen« führte die Stadt einen Wettbewerb durch, den die 3. Sekundarklasse aus Horf gewann. Die Namensgebung ist eine Hommage an den 1955 bei einem Unfall verstorbenen Professor Hermann Gamma, der als großer Sempacher See-Fan galt. Am und auf dem See gibt es Tausende von Wasservögeln. Speziell beliebt ist der See bei den Kormoranen. Der See ist zudem der, auf seine Fläche gesehen, ertragreichste See für die Fischerei. Beim Hafen von Lottwil haben wir etwa die Hälfte der Seelänge erreicht. Kurz danach müssen wir wegen einem Naturschutzgebiet weiter in den See hinausfahren. Doch auch dort gewährt uns der See eine wunderbare Sicht auf die Berge und das Ufer. Relativ selten begegnet man auf dem Sempacher See schnellen Motorbooten. Dafür öfter anderen Seebenutzern, die gemütlicher unterwegs sind.
Am südlichen Ende vom See bringt die große A frisches Wasser in den See. Hier sind auch ein beliebter Campingplatz und ein Selbstbedienungsrestaurant, das auch von Einheimischen sehr gerne besucht wird. Durch den noch immer andauernden Lockdown ist das Strandbad geschlossen. So finden wir hier einen gemütlichen Platz für uns allein zum Abendessen. Danach treten wir den Rückweg an. Er führt uns vorbei an der Vogelwarte und dem schönen Städtchen Sempach, das dem See seinen Namen gegeben hat. Auch bei Eich gibt es eine Bootsanlegestelle und einen Fußgängersteg, der uns eine weitere Möglichkeit der Durchfahrt gibt. Die größte Tiefe im See beträgt 87 Meter. Dort wird der See seit 1984 belüftet, wodurch sich die Sauerstoffverhältnisse speziell im tiefen Wasser wesentlich verbessert haben. Mit diesem Boot wird die Belüftungsanlage ins Wasser gesenkt oder raufgeholt, damit sie gesäubert und gewartet werden kann. Wenn während den Sommermonaten die Sonne über Sursee untergeht, dann erfolgt die Reflexion über die gesamte Seelänge. Dadurch sind hier besonders schöne und lang andauernde Sonnenuntergänge zu erleben. Auch wenn ich das im Kajak schon sehr oft erlebt habe, ist es jedes Mal wieder ein erhebendes Gefühl. Auch noch mindestens eine Stunde nach dem Verschwinden der Sonne reflektiert das Wasser die verschiedenen Blau- und Rottöne, bis es dunkel wird. Wenn dann die Skyline mit der Kapelle Mariazell zu sehen ist, dann ist das Ziel schon fast erreicht.